Hallo, Stockkampf, ist das nur Selbstverteidigung? Ist das nur gegenseitig prügeln? Oder gibt es da etwas mehr? In diesem Video werden wir das besprechen. Hallo, onegai shimasu. Mein Name ist Christian Hausecker, ich bin Skier an der Takeda Ryo Nakamura-ha und deutschsprachiger Repräsentant der Kigen-Bata, einer sehr alten irischen Stockkampfschule. In diesem Video wollen wir über die Frage nachdenken, ob Stockkampf mehr als wie nur Selbstverteidigung ist. Ist Stockkampf mehr als wie gegenseitig aufeinander einprügeln oder gibt es da etwas mehr? Das wollen wir heute besprechen. Ich habe auch hier schon mein gesamtes Equipment, was wir heute auch noch brauchen. Im zweiten Teil dieses Videos werden wir auch noch eine ganz wichtige Übung dir zeigen und auch erklären, warum ist diese Übung so sehr wichtig. Aber nicht nur im Stockkampf ist diese Übung sehr wichtig, sondern auch im Schwertkampf. Wenn ich jetzt dein Interesse erweckt habe, dann bleib bitte bei dem Video dabei. Bevor wir jedoch mit dem Video jetzt beginnen, hätte ich an alle unsere Abonnenten und an alle unsere Gönner eine kleine Bitte. Wenn ihr mehr Interesse habt an einer Stockkampfausbildung, an Irish Stickfighting oder an Schwertkampfkunst, dann bitte werde Mitglied in unserem YouTube-Kanal. Wir werden dort eine Serie von Videos veröffentlichen, wo du kontinuierlich die Stockkampfkunst, Irish Stickfighting oder auch den Schwertkampf erlernen kannst. Aber nicht nur mit Stock und mit Schwert werden wir auch üben. Nein, wir werden dir auch eine Ausbildungsserie zeigen für den Kampfregenschirm. Ein ganz tolles Gerät, legal zu tragen und eine sehr gute Selbstverteidigungshilfe. Wie wirst du nun Mitglied in unserem YouTube-Kanal? Wie wirst du YouTube-Member bei uns? Am besten ist, du gehst gleich unterhalb auf den Button Members werden und dort bekommst du alle Informationen für jede Stufe der Membership, die du haben kannst. Es würde mich sehr freuen, dich sehr bald schon als ein Mitglied in der Subudo Akademie YouTube-Channel begrüßen zu dürfen. Ich danke dir schon im Voraus. Aber nun kommen wir gleich in das Thema des Videos. Eines der wichtigsten Übungen im Stockkampf oder auch im Schwertkampf ist das Schwertschwingen. Du wirst dir jetzt denken, was Schwertschwingen ist so wichtig? Es gibt im Japanischen, in alten japanischen Kampfkunstschulen gibt es einen Begriff dazu, der heißt Shiburi. Auch in alten irischen Stockkampfkünsten, in Irish Stickfighting, haben wir Nachweise gefunden, dass diese Übung sehr wichtig ist. Im Japanischen heißt es Shiburi und es gibt Choge, von oben nach unten schwingen, oder es gibt natürlich auch Naname Shiburi, diagonal schwingen. In vielen traditionellen Schulen, ob asiatisch oder europäisch, wird die Wichtigkeit dieser, ich sage jetzt einmal dazu, Basic-Übung hervorgehoben. Zum Beispiel, im Alter von 7 Jahren konnte ein junger Mann in Europa zum Pagen eines Ritters werden. Der Page hatte Aufgaben wie er kümmert sich um die Pferde und so weiter und nebenbei bekam er auch schon die erste Waffenausbildung. Seine erste und wichtigste Übung war das Stockschwingen. Auch im mittelalterlichen Japan konnte ein 7-jähriger Junge beginnen, die Ausbildung zu einem japanischen Krieger, zu einem Samurai beginnen. Seine erste Arbeit war das Stockschwingen. Seine erste Kampfübung war das Stockschwingen. Erst wenn sich der europäische Page oder der junge japanische Samurai sich bewährt hatte und mit dem Stock genügend Schwünge gemacht hat, wurde er dann langsam in das echte Schwert eingeführt. Am Anfang natürlich ein Holzschwert und erst später ein echtes Schwert. Es wird betont von vielen Großmeistern in der asiatischen Kultur, dass ein junger Samurai am Tag 500 bis 1000 Mal diesen Schwung, diese Schwünge vollbringen musste. Erst wenn er das lange Zeit geübt hat, hat er das Recht erworben, ein Schwert zu führen. Erst mit 14 Jahren wurde der Samurai dann zum Krieger ernannt. In Europa dauerte es etwas länger, aus politischen Gründen. Das möchte ich jetzt hier nicht ins Detail ausführen, aber es ist ein sehr interessantes Thema. Vielleicht machen wir ein Video darüber einmal. In Europa wurde der 7-jährige Page bis zu seinem 14. Lebensjahr ausgebildet. Mit 14 konnte er dann, wenn der Ritter ihm wohlgesonnen war und er seine Kampfkünste so weit entwickelt hat, dass er selbstständig kämpfen konnte, wurde er zum Knappen ernannt.
Erst 7 Jahre später, wenn er als Soldat und guter Kämpfer sich etabliert hatte, wurde er vom König zum Ritter geschlagen. Mehr möchte ich das eigentlich nicht betonen. Ihr seht aber schon, auch in unserer Geschichte, in Europa, in Deutschland, Österreich, überall, auch in England und so weiter, wurde das Stockschwingen als erste Übung bereits für den Pagen, wie auch in Japan bei den jungen Samurai mit 7 Jahren, verwendet. Ich hatte das große Glück und das große Vergnügen, einen sehr großen Meister, Soke Hisashi Nakamura von der Takeda-Ryu Nakamura-ha, kennenlernen zu dürfen. Er hat mehrmals betont, dass eigentlich dieses Stockschwingen, das Shiburi, der wichtigste Schlag, die wichtigste Bewegung überhaupt ist. Aus dieser einen Bewegung werden alle anderen Schläge abgeleitet. Es ist eine sehr interessante Aussage von Soke Hisashi Nakamura und ich habe über das sehr viel nachgedacht. Aber bevor wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, möchte ich ein wichtiges Thema, das mir wirklich ein Anliegen ist, mit euch besprechen. Ist es wirklich nur dieses Stock- oder Schwertschwingen, das es ausmacht? Oder gibt es vielleicht ein geheimes Wissen, das nur für Eingeweihte zugänglich ist? Ich behaupte nicht von mir selbst, dass ich ein super Großmeister bin oder ein Kampfkunstexperte bin oder sonst was. Ich bin ein einfacher Mensch, der gerne im Wald ist, gerne mit Stöcken trainiert, der sich körperlich fit hält, versucht gesund zu leben und sich geistig und körperlich weiterzuentwickeln. Ich teile in diesem Video meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen mit dir, dass du selbst vielleicht davon ein Nutznießer bist. Ich war schon immer begeistert von dem ältesten Werkzeug der Menschheit, von einem ganz normalen Stock, wie diesen zum Beispiel. Viel habe ich über Kampfkünste, über Bewegungsabläufe nachgedacht und diese studiert. Ich habe ihre Bewegungen nachgeahmt, trainiert und perfektioniert. Als ich 15 Jahre alt war, las ich eine Zeile von einem persischen Dichter, die lautet, ich zitiere: Angst ist ein Fels, der den Weg zum Erfolg versperrt. Über diesen Satz habe ich sehr viel nachgedacht. Ja, das Leben kann Angst machen. Angst, die unsere weitere Lebenszeit einfach sinnlos oder boring erscheinen lässt. Als ich 15 Jahre alt war, überwand ich meine Angst oder heute würde ich sagen meine Entscheidungslosigkeit und wurde Schüler eines großen Lehrers in einer traditionellen Kampfsportschule. Schon in den ersten Stunden gab mir mein Lehrer eine wichtige Lektion, die mein ganzes weitere Leben prägte. Du entscheidest, ob du Erfolg oder Misserfolg hast. Du entscheidest, ob du aufbrichst zu neuen Ufern. Du entscheidest, ob du dich weiterbildest, geistig größer wirst oder nicht. Kein anderer entscheidet das. Du entscheidest das. Jeden Moment deines Lebens. Es ist deine Entscheidung. Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht und er hat mich wirklich mein Leben lang geprägt. Obwohl ich nicht perfekt bin und auch immer wieder auch verfalle in diese Entscheidungslosigkeit oder in diese Mutlosigkeit vielleicht auch, aber immer wieder erinnere ich mich an diesen Satz. Angst ist der Fels, der im Weg für unsere Zukunft und für unseren Erfolg liegt. Das klingt natürlich vollkommen leicht. Ne? Ich fragte damals als 15-Jähriger meinen Meister, Sensei, das klingt alles schön und gut, aber wie soll ich denn das machen? Er sagte nur, ja, überwinde deine Angst. Ich stand da und wusste jetzt nicht, was ich damit machen soll. Nach jahrelangen Übung bin ich dann zu diesem Ergebnis gekommen, was ich dir jetzt mitteilen möchte. Du stehst in der Früh auf oder noch früher, du wachst auf, öffnest die Augen und denkst dir schon, oh Gott, was wird das wieder für ein schöner Tag? Oder nimmst du gleich die Decke und ziehst sie über den Kopf? Oder stellst einmal 5-mal sicherheitshalber den Wecker ab, weil es ist doch furchtbar. Nein, du stehst dann auf, gehst ins Badezimmer und denkst dir schon, oh Gott, wer ist das da im Spiegel? Oh Gott, den muss ich jetzt noch die Zähne putzen. Und dann gehst du weiter, der Kaffee ist kalt, dein Brötchen ist noch nicht gestrichen, der ganze Tag ist schon furchtbar. Dann gehst du in den Beruf, in die Schule oder begleitest nur deinen Partner wohin. Jeder erwartet sich etwas von dir. Du musst eine Leistung bringen, du musst eine Arbeit erledigen, die du gestern schon erledigt hast, die du vorgestern schon erledigt hast und die du vorvorgestern schon erledigt hast. Dieser Alltag, dieses alltägliche Leben. Bist du damit glücklicher, dass du diese Arbeit nicht mehr erledigt hast?
Nein, ich auch nicht. Ich war es nicht. Diese immer wieder gleichenden Arbeiten, immer wieder diesen Lebensalltag zu erleben, bringt dich in die psychische Situation, dass du dein Leben langweilig empfindest. Du erlebst nichts Neues, du entwickelst dich nicht weiter. Du hast keine geistige Entwicklung. Du kommst dir vor, wie wenn du wie ein Hamster im Hamsterrad läufst. Nun gut, aber vorbei mit dieser Depri-Phase. Wir alle suchen nur Glück und Beständigkeit und Gleichgewicht in unserem Leben. Teilzuhaben an dem schönen Leben, dass wir uns weiterentwickeln, das Gefühl zu haben, erfolgreich gewesen zu sein, an den heutigen Tag etwas Wichtiges erlebt, etwas Wichtiges entschieden zu haben, etwas Wichtiges weitergebracht zu haben. Einfach glücklich sein. Spirituelle Traditionen und Kampfkünste wie die normalen Religionen, der Tao, der Wu Wei, der Weg, der Do, haben mit ihren eigenen Worten und ihren eigenen erdachten Konzepte auf dieses Gefühl oder auf diese Lebensart hingewiesen. Für mich heißt dieses Gefühl einfach nur Flow, fließen. Du kennst sicherlich das Gefühl, du triffst einen Menschen, der Mensch ist dir von Anfang an sympathisch. Du hast das Glück, auch du bist den Menschen von Anfang an sympathisch. Es gibt so das Gefühl, dass Schmetterlinge im Bauch. Das meine ich mit Flow-Gefühl. Du kannst aber dieses Gefühl nicht nur in der Liebe finden, sondern auch in alltäglichen oder beruflichen Sachen. Wie zum Beispiel, schließe kurz für ein kleines Experiment deine Augen. Du hast die Augen zu. Und jetzt stell dir vor, du hast eine wunderbare Frucht, für mich ist es ein Apfel, einen Apfel in deinen Händen. Du schmeckst schon richtig, wie der Apfel schmeckt. Du riechst den Apfel. Du siehst in deinem Geist, wo du den Apfel gepflückt hast oder gekauft hast, vielleicht im Supermarkt, wie schön die Sonne drauf scheint und du freust dich schon so bewusst auf diesen ersten Bissen in diesen Apfel. Wenn du jetzt ein schönes Glücksgefühl hast, dann hast du Flow erlebt. Aber natürlich kann man das auch an allen Kleinigkeiten im Leben erleben, wie zum Beispiel, was es mir sehr am Herzen liegt, auch in der Kampfkunst. Oder beim Einkaufen oder wenn du deinen Job verrichtest oder nur, wenn du den Tisch deckst, dass du das bewusst machst, bewusst im Hier und Jetzt bist. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit Handy, Smartphones, Computer sehr viel gefordert werden, immer erreichbar sein müssen. Heute ist schon Luxus, wenn man mal das Handy abschalten darf, wenn man die E-Mails abschalten darf. Nur, dass man sich einmal hinsetzt, einmal nichts tut und vielleicht 5 oder 10 Seiten in einem Buch liest, nur die Augen schließt und meditiert, das ist heute schon Luxus. Eigentlich sollte die moderne Technik ja den Menschen unterstützen, dass es viel mehr dieser Flow-Momente gibt und nicht mehr Stress auf einen gebaut wird. Und natürlich auch bei Themen, die mir persönlich sehr am Herz liegen, bei traditionellen Kampfkünsten. Diese zu studieren, diese zu perfektionieren oder auch dadurch, dass ich sehr gerne im Wald bin, einfach auf das Wesentliche im Leben sich zu konzentrieren. Was brauche ich wirklich? Frag dich das einmal selbst. Aber um es nicht zu philosophisch zu machen, möchte ich es eigentlich einfach halten und wir konzentrieren uns wieder auf den ältesten Gebrauchsgegenstand der Menschheit, auf dem Stock. Wenn du den Stock schwingst, dann musst du dich so fokussieren auf die Schwingbewegung, dass du im Hier und Jetzt bist. Dass du das nicht mehr als Arbeit siehst, sondern als Freude und Spiel. Einige Zeilen von Adam Watts beschreiben das eigentlich sehr gut. Das wahre Geheimnis des Lebens, sich ganz auf das einzulassen, was man im Hier und Jetzt tut. Es nicht als Arbeit zu nennen, sondern zu erkennen, dass es Spiel ist. Aber nun kommen wir schon zum praktischen Teil, zum Stockschwingen. Warum ist das Stockschwingen so wichtig? Du schwingst den Stock, du trainierst, du versuchst deine Übung, die Bewegung zu perfektionieren, immer mehr, bis du nur mehr an die Bewegung denkst, bis du eins wirst mit dieser Bewegung. Aber auf den Punkt gebracht, das ist eine Übung, die kann man nicht mit Worten oder Sätzen darlegen. Man muss sie erleben. Durch körperliche Arbeit zur geistigen Reife. Das ist das Motto unserer Schule. Es ist der Weg und nicht das Ziel.
Es ist der Prozess und nicht das fertige Produkt, das wichtig ist und das zählt. Das alles beinhaltet der Weg des Stocks. Das bekommst du mitgeliefert, wenn du regelmäßig übst. Du entscheidest es, ob du es machst oder nicht. Eine letzte Anmerkung von mir persönlich an dich, dass du das alles einteilen kannst. Alle meine Erkenntnisse, alle meine Erfahrungen dienen nicht als das absolute, einzige Richtige. Wie ich schon einleitend sagte, ich sehe mich nicht als großen Meister oder als großer Lehrer oder so. Das ist mein Weg, den ich gehe, den ich in der Vergangenheit gegangen bin. Er soll für dich dienen als Wegweiser. Nimm den Wegweiser nicht mit oder verlass dich nur auf meinen Wegweiser. Nimm ihn und geh den Weg und du wirst nach langem Üben selbst deinen Weg finden. Ich wünsche dir alles Gute damit und ich hoffe, du findest deinen Weg. Hallo, wir sind nun im zweiten Teil des Videos beim Schwert- oder Stockschwingen. Diese Schwungbewegung gibt es in jeder traditionellen Kampfkunstschule. Ob im Irish Stick Fighting, im schottischen oder keltischen Stockkampf oder auch in der japanischen oder chinesischen Stock- oder Selbstverteidigung. Wir haben uns hier dazu heute entschlossen, die drei gängigsten, nämlich einen 1 Meter langen Stock, einen Shillelagh aus Irland und das traditionelle Holzschwert, das Bokken, zu verwenden. Warum verwenden wir drei verschiedene? Wir müssen immer wissen, mit welcher Waffe wir was üben. Mit welcher Waffe können wir was machen. Ein Schwert schneidet, ein Stock schlägt und dieser Stock, den kann man auch anders verwenden. Den Shillelagh benutzt man in erster Linie mit dem großen Knauf hinten, so wie eine Art Kriegshammer. Diesen Stock, den japanischen Stock oder unser 1 Meter lange Buchenstock, kann man auch beidseitig verwenden. Zusätzlich haben alle drei Übungsgeräte ein anderes Gewicht. Am Anfang würde ich dir persönlich empfehlen, mit einem leichteren zu beginnen, dass du keine großen Fehler machst, weil deine Muskeln schnell erschlaffen. Wir starten jetzt einmal mit dem Bokken, um dir für Kendo, Iaido, Kenjutsu die Grundübung einmal darzulegen. Dann werden wir wechseln zu dem normalen Stock und dann werden wir wechseln auch zu dem Shillelagh, zu dem irischen Stock. Aber nun starten wir mit dem Bokken. Und die anderen Waffen sind schon weg. Ein Schwert oder ein Bokken hat 3 Seiten. Die untere Seite, das ist mein Griff. Die vordere Seite, das ist die scharfe Seite und die stumpfe Seite. Wir nehmen das Schwert am Griff, die rechte Hand ist vorne und wir schauen, dass es hier genau in unserer Lebenslinie drinnen liegt. Wir greifen das Bokken nicht ganz am Ende an, sondern in der Mitte des Griffes, dass wir die Finger noch nach vorne strecken können, weil die Finger zeigen hin, wo wir hinschlagen oder hinschwingen. Die linke Hand fasst das Bokken mit 3 Fingern, mit dem Daumen und mit diesen beiden Fingern. Der kleine Finger unten schließt und der Zeigefinger zeigt wieder nach vorne. Ich werde mich etwas auf die Seite stellen, dass du das besser siehst. Chōge Shiburi, von oben nach unten schwingen. Dadurch, dass das ein Schwert ist, wollen wir hier die Grundübung machen. Wir schneiden noch nicht. Im fortgeschrittenen Part würde der Schwung zum Beispiel so aussehen. Das grenzt aber schon wieder an einem Schnitt. Wir wollen jetzt hier das Schwingen üben und schneiden bewusst nicht. Die Prinzipien der Handhaltung, die Prinzipien der Schulterhaltung und der Hüfthaltung bleiben immer gleich. Wir bleiben jetzt hier, dass es einfach ist, einfach auf den Standort stehen, geben den rechten Fuß nach vor in einer kleinen Stellung, wie du hier siehst, und beginnen. Ich mache es jetzt hier nur 10 Mal, weil das Video sonst unendlich sein würde. Aber gerne kannst du mit uns einmal einen Live-Unterricht machen, wo wir gemeinsam 100, 200 bis 500 Mal schwingen. Wir werden dir rechtzeitig Informationen dazu noch liefern. Nun beginnen wir mit Chōge Shiburi. Nach oben und unten schwingen. Wir gehen hinauf, dass wir gerade noch durchschauen können durch unsere beiden Arme und schwingen ganz normal nach vorne weg. Wir lassen die Schultern schön unten, gehen wieder hoch und atmen dabei aus.
Wichtig ist, dass sich die Griffhaltung beim Schwert, bei dem Boken nicht verändert. Die Griffhaltung darf sich bei keinem Stock, bei keinem Shillelagh oder bei keinem Schwert verändern. Das ist die große Kunst. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, ku, chu. Nun beginnen wir mit Naname Shiburi, das seitliche. Wir gehen wieder ganz genau hinauf wie vorher und schneiden wie in einem V in die Mitte. Dann gehen wir in der Mitte wieder hoch und schneiden von der anderen Seite in die Mitte. Wichtig ist wieder, Schultern unten lassen, nicht hochziehen, Hüfte tiefer und wir beginnen. Das ist die Grundübung. Die machen wir jetzt 10 Mal. Joi, bereit machen und Ichi, ni, san, shi, go, rok, shich, hach, ku, chu. Das war das Schwingen Naname Shiburi und vorher Choge Shiburi mit einem japanischen Boken. Nun werden wir zu einem Holzstock, 1 Meter lang, im japanischen Cho genannt. Ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen, wie lang ein Stock ist. Wir definieren hier und heute den Cho in unserer Schule für dieses Video als 1 Meter Länge. Jetzt wechseln wir das Equipment. Und wir haben jetzt nun den Stock. Den Stock, der ist vielseitig, den können wir von beiden Seiten nehmen. Was ist ein Stock? Ein Stock ist für uns hier jetzt ein 1 Meter langer, runder, bei beiden Spitzen stumpfer Stab. Diesen Stock können wir nicht nur hier unten nehmen, so wie mit einem Schwert, sondern bei unserer Übung heute nehmen wir die gegengesetzte Übung. Die rechte Hand bleibt oben. Im ersten Drittel des Stocks kommt die rechte Hand von oben. Die linke Hand schließt genauso wieder ab wie bei unserer vorhergehenden Übung mit dem Boken, mit dem Holzschwert. Genauso wie bei der anderen Übung wollen wir hier jetzt von oben und unten schwingen. Das ist die erste Übung. Die machen wir auch wieder 10 Mal. Bereit machen und los geht's. 1. Gerne zeige ich es dir auch von der Seite. Beachte, dass du dabei nicht deine Stellung veränderst oder auch die Handhaltung am Stock veränderst. Nun machen wir das Seitliche. Das ist aber nur von der rechten auf die linke Seite möglich. Auf dieser Seite kann man so nicht schlagen. Deswegen würden wir später die Fußstellung kurz wechseln. Ich zeige dir nun das seitliche Schwingen. Das ist das seitliche Schwingen mit einem japanischen Holzstock. Das machen wir jetzt auch wieder 5 Mal rechts, dann wechseln wir die Stellung und dann machen wir es 5 Mal links. Wir bereiten uns vor und los geht's. Nun wechseln wir die Hand- und die Fußstellung. Der linke Fuß ist vorne und auch die linke Hand ist nun oben. Und los geht's. Nun wechseln wir wieder in die rechte Position und nun wechseln wir zu dem irischen Shillelagh. Da ist er schon. Haha, das geht aber schnell. Okay, beim irischen Shillelagh, da müssen wir jetzt unterschiedliche Sachen bedenken. Der irische Shillelagh wird auch mit Stock Spinning. Das ist in meinem Fall jetzt aber kein Stockschwingen. Wir werden jetzt beim Stockschwingen angelehnt an die letzten 2 Übungen auch das hier so machen. Wir nehmen den Stock wie ein Schwert und beginnen. Genauso auf die Seite.
Zusätzlich können wir aber auch mit einem Shillelagh die Außendrehung üben und die horizontale Drehung üben. Wir starten jetzt mit der Außendrehung rechts. Je enger du die Griffhaltung hier beim Shillelagh hast, umso mehr werden deine Unterarme, deine Fingern und auch deine Gelenke gestärkt. Und natürlich auch links. Und das war schon wieder auch mit dem Shillelagh. Das war die einfache Übung Stockschwingen oder Shiburi. In dieser Übung sind alle Geheimnisse drinnen, die du für eine Stockkampfkunst oder für eine Schwertkampfkunstschule benötigst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Leider ist das Video schon wieder zu Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte gib uns einen Daumen hoch, abonniere unten unseren Kanal und teile dieses Video. So können auch andere Menschen, deine Freunde, an den Videos teilhaben. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.